Du verstehst lange Sätze nicht? Das ändern wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und in diesem Video lernst du, warum manche Sätze im Deutschen so lang sind und wie auch du längere Informationen in einem Satz geben kannst. Das brauchst du nämlich, wenn du unsere Sprache auf einem hohen Niveau beherrschen willst. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, aus welchen Teilen ein Satz besteht. Dem Prädikat, das ist das Verb im Satz, dazu gehört das Subjekt und dann gibt es noch Objekte und Adverbiale. Man nennt sie Funktionen oder auch Aufgaben im Satz. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, das ich dir hier oben verlinke. Hol dir auch meine kostenlosen Materialien zum Lernen, den Link findest du in der Beschreibung unter dem Video. Aber zurück zum Thema. Diese Satzteile, Subjekt, Objekt und Adverbial, die können sehr kurz sein, aber auch sehr lang. Und hier kommt die 5. Funktion ins Spiel, das Attribut. Um dir das logisch und einfach zu erklären, zeige ich dir eine Lektion aus meinem Grammatikkurs. Bist du bereit? Hier direkt ein Beispiel. In dem frisch renovierten Wohnheim der Universität Köln wohnt eine sehr nette Studentin aus Peru. Das ist ein Satz voller Attribute und um sie genau zu erkennen, müssen wir wie immer eine Satzanalyse machen und die beginnt mit dem Prädikat wohnt. Danach das Subjekt. Wer wohnt? Eine sehr nette Studentin aus Peru. Woraus besteht dieses Subjekt? Jeder Satzteil hat einen Kopf und darunter versteht man das zentrale und wichtigste Wort, ohne dass die ganze Phrase keinen Sinn ergibt. Was denkst du, ist es? Eine Studentin. Sie ist der Kopf der Phrase. Die anderen Wörter sind Attribute und hier zusätzliche Informationen, die man nicht unbedingt braucht. Wie du siehst, können sie links und rechts stehen. Wir beginnen zunächst mit dem linken Teil des Subjekts. Eine sehr nette Studentin. Nette ist ein Adjektiv, das die Studentin beschreibt. Du erkennst es daran, dass es eine Endung hat und direkt vor dem Nomen Studentin steht. Das ist typisch für Adjektive. Sie beschreiben Nomen. Und was ist mit sehr? Wohin gehört das? Du musst dir vorstellen, dass jedes Wort seinen Platz im Satz hat und zu irgendeiner Phrase gehört. Kann man sagen, die sehr Studentin? Nein. Kann man sagen, sehr nett? Ja. Das heißt also, dass sehr zu nett gehört. Kann sehr eine Endung haben? Nein. Und aus diesem Grund ist es ein Adverb. Adverbien beschreiben keine Nomen, sondern sie beschreiben entweder andere Verben oder auch Adjektive, so wie in diesem Fall. Sie haben noch weitere Funktionen, aber die zeige ich dir am Ende des Moduls. Da erkläre ich dir auch, warum ein Adverb, im Plural Adverbien, nicht dasselbe ist wie ein Adverbial. Ein Adverb ist eine Wortart. Ein Adverbial ist eine Funktion im Satz. Kommen wir aber nun zurück zum Beispiel. Sehr nette ist ein Attribut von die Studentin. Es beschreibt die Studentin also näher. Nun gibt es aber noch mehr Information in diesem Subjekt, die die Studentin beschreibt. Was ist das wohl? Klar, auch ein Attribut. Aus Peru ist ein Attribut, das mit einer Präposition beginnt und beschreibt, aus welchem Land die Studentin ist. Präpositionalattribute stehen normalerweise rechts vom Kopf. Man nennt den Kopf auch das Bezugswort.
denn die ganzen Attribute beziehen sich ja auf ein Wort, nämlich eine Studentin. Achtung! Wer jetzt denkt, dass aus Peru ein Adverbial ist, der liegt leider falsch. Warum? Das kann man ganz einfach testen. Nach Adverbialen fragt man immer mit dem Prädikat, also dem Verb aus dem jeweiligen Satz. Die Frage wäre dann, woher wohnt eine sehr nette Studentin in dem Wohnheim? Ergibt diese Frage Sinn? Woher wohnt? Nein. Woher kommt oder ist? Ja, aber nicht woher wohnt. Und genau aus diesem Grund ist aus Peru kein eigenes Satzglied. Es ist Teil von etwas Größerem, in diesem Fall vom Subjekt. Weiter geht's mit der Analyse, nachdem wir nun das Prädikat und das Subjekt erfragt haben. Was fragen wir nun? Wo wohnt eine sehr nette Studentin aus Peru? In dem frisch renovierten Wohnheim der Universität Köln. Da wir wo fragen, handelt es sich hier um ein Lokaladverbial. Nun zerlegen wir dieses Adverbial in seine Einzelteile wie ein Puzzle. Frage an dich. Was ist der Kopf dieser Phrase, also die zentrale Information, ohne die es nicht geht? In dem Wohnheim. Schau dir frisch renovierten an. Erinnert dich das an unser Subjekt? Eine sehr nette Studentin in dem frisch renovierten Wohnheim. Renovierten ist das Adjektiv, das beschreibt, wie das Wohnheim ist. Und frisch? Ist es ein frisches Wohnheim? Nein, es ist frisch renoviert. Frisch sagt also etwas darüber aus, wie es renoviert ist. Man könnte ja auch sagen, in dem schlecht renovierten Wohnheim oder in dem seit Jahren nicht renovierten Wohnheim. Das heißt, dass frisch wieder ein Adverb ist, das das Adjektiv renoviert beschreibt. Zusammen ist frisch renovierten das Attribut von Wohnheim. Man kann natürlich auch nur sagen, in dem renovierten Wohnheim. Dann hat man nur ein Adjektiv als Attribut. Jetzt gibt es ja noch mehr Information über das Wohnheim, und zwar rechts in der Phrase, der Universität Köln. Was könnte das sein? Eine Präposition gibt es nicht, und da steht der Artikel der. Es ist also ein Genitivattribut. Und das ist der typische Genitiv, den du sonst auch immer siehst. Es gibt nur zwei Genitive, das Genitivobjekt, das man aber fast nie benutzt und das deshalb hier keine Rolle spielt, und das Attribut. Der Universität Köln ist das Attribut von Wohnheim. Nun fragst du dich vielleicht, warum manche Attribute links und andere rechts von ihrem Bezugswort stehen. Dafür gibt es eine Regel. Links stehen immer Adjektivattribute und die kann man auch mit einem Partizip bilden, zum Beispiel das brennende Haus oder das reparierte Auto. Das erkläre ich dir aber in der nächsten Lektion. Und rechts stehen Präpositionalattribute und Genitivattribute. Es gibt noch eine weitere Gruppe von diesen sogenannten Rechtsattributen, zum Beispiel das Wohnheim dort ist frisch renoviert oder der Termin heute wurde abgesagt. Dort und heute sind Adverbialattribute. Ja, das ist eigentlich schon der ganze Trick. Übrigens wollte ich dich in diesem Kontext nochmals an den Trick erinnern, den ich dir in einem vorherigen Modul gezeigt habe. Wenn du lange Texte einfacher verstehen möchtest, dann kannst du die unwichtigen Informationen streichen. In dem frisch renovierten Wohnheim der Universität Köln wohnt eine sehr nette Studentin aus Peru. Was übrig bleibt, ist ein ganz simpler Satz. In dem Wohnheim wohnt eine Studentin. Um das zu trainieren, musst du immer gut analysieren und den Kopf der jeweiligen Phrase finden.
Den Rest streichst du und was übrig bleibt, ist die Basisinformation eines Satzes. Und das hilft dir, einen Text besser zu verstehen. Bevor es an die Übungen geht, muss ich dir noch einen Hinweis geben, denn in der übernächsten Lektion geht es um Adjektivendungen. Und das wird ziemlich hässlich. Schau mal. In dem frisch renovierten Wohnheim der Universität Köln wohnt eine sehr nette Studentin aus Peru. In das frisch renovierte Wohnheim der Universität Köln ziehe ich mit einer sehr netten Studentin aus Peru. Schau genau auf die Adjektivendungen. Aus renovierten ist renovierte geworden und aus nette ist netten geworden. Der Grund dafür ist der Kasus. In Beispiel 1 ist das Wohnheim eine Position mit dem Dativ und im zweiten Satz eine Bewegung mit dem Akkusativ. In Beispiel 1 steht nette im Nominativ, da es sich um das Subjekt handelt, aber in Satz 2 haben wir als Subjekt ich hinzugefügt und deshalb ist die Studentin nun ein Adverbial. Weil es mit der Präposition mit beginnt, braucht es den Dativ und deshalb ist das Adjektiv netten. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an, aber keine Panik. Adjektivendungen sind nicht alles im Leben. Es ist viel wichtiger, einen geraden Satzbau und verständliche Inhalte zu produzieren. Wenn du jedoch auf das C-Niveau kommen willst, gehören korrekte Endungen dazu. Ich verlinke dir hier noch ein Video zum Thema Adjektivendungen. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.